Howdy und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcastes, dem Playmocast. Und heute haben wir, Butter bei die Fische, Qual der Wahl, Simply the Best. Ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Es geht um das beste Western-Set aller Zeiten, was natürlich eine ganz subjektive Meinung ist. Aber wir versuchen, uns zu überzeugen. Und dafür begrüße ich heute, ihr hört ihn schon im Hintergrund lachen, den Lars. Howdy, Lars. Ja, howdy, ich begrüße euch mal mit der Anrede Grüezi, Servus, Grüezi. So begrüße ich mich mit meinem Bruder seit über 10 Jahren am Telefon und bei Sprachnachrichten und so weiter. Das sage ich aus dem Hintergrund, weil wir ja immer ein bisschen Probleme haben mit der Bevölkerung Süddeutschlands, was spätestens in Folge 52 nochmal hier bei uns im Podcast aufgetaucht ist. Deswegen will ich euch da natürlich auch voll mit einbeziehen. Also hallo an Norddeutschland und hallo an Mitteldeutschland und natürlich auch hallo an Süddeutschland. Und howdy dem Dritten im Bunde, Christian. Hallo, Machurus. Willkommen. Warum nicht? Aber Lars, Grüezi ist doch Schweiz. Ja, aber ich glaube, Teile der deutschen Bevölkerung haben Grüezi bestimmt adaptiert und da geht das bestimmt auch runter wie Öl. Ich hoffe nicht, aber gut, das ist eine ganz subjektive Meinung. Wer was weiß, machen im wir heute? Alemannischen versteht man dich schon. Wir haben uns Gedanken gemacht, was für uns persönlich das beste Playmobil Western Set ist, was wir ganz persönlich am besten finden. Und da werden wir gleich jeweils eine Laudatio halten oder ein Plädoyer oder wie immer ihr es nennen mögt. Und es wird 1 Minute dauern, maximal. Nach 1 Minute ist Schicht im Schacht. Und dann beginnt es. Das Hauen und Stechen, das Überzeugen, das Schmieren. Das Beißen und Kratzen. Genau. Wir haben schon mal eine Folge für euch aufgenommen, damit auch Lars gleich zufrieden ist. Leider ist die im Nirvana verschollen, zum Teil. Und wir müssen da sagen, es ging um Adventskalender. Und Lars hat damals tatsächlich, warum auch immer, gewonnen. Mhm. Den Applaus wollte ich mitnehmen, das war mir wichtig in dieser Folge, das nochmal zu betonen. Ich habe das extra in der Vorbesprechung nochmal verlauten lassen. Also ich bin der amtierende Champion dieses Formats, das ja das noch gar nicht offiziell ist, aber ihr wisst jetzt schon mal, wie wir in diese Folge gehen. Also das muss hier genannt sein. Also, so hat er halt den nicht nachweisbaren Erfolg. Ich habe den nachweisbaren Erfolg immer noch mit Last Christmas. Stimmt. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen drauf ausruhen. Ne? Es wird jetzt so sein, jeder hält gleich seine Wahlkampfrede. Wir haben per Zufall vorher ausgelost, wer beginnt. Beginnen darf ich. Dann folgt Lars, dann folgt Christian. Und wir hauen die 3 Sachen jetzt erstmal eben durch. Und danach sprechen wir mal eben drüber, was für Sets wir noch so hatten. Ich glaube, das machen wir danach. Das passt, glaube ich, ganz gut dann. Und dann verteidigen wir unsere Wahl, beziehungsweise minimieren wir die anderen Sets, die bestimmt alle schlecht sind. Warte mal ganz kurz hinzufügen, dass ja alle Sets, die hier in der Folge besprochen werden, im Video verfügbar sind. Also zumindest im Video auf Spotify. Wenn ihr den Podcast da hört, sind ja ungefähr 51% der Hörer, die den Podcast auf Spotify hören. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Artikel, die wir hier nennen, im Video zu sehen. Und sonst könnt ihr den neu eingerichteten YouTube-Kanal nutzen. Da sind auch ebenfalls die Podcast-Folgen, zumindest die neueren, ab der Folge 48 mit Video zu sehen. Ist, glaube ich, dann auch für euch ein bisschen einfacher. Genau. Habt ihr einen Timer griffbereit oder soll ich mal eben einstellen? Willst du einstellen? Ja, ich mache es dann für mich selbst, dann kann ich auch 3 Minuten machen, ne? Ja, mach ruhig mehr. Gut. So, 1 Minute. Ich starte dann mal ab jetzt und fange dann an, ne? Seid gespannt. Liebe Wahlgemeinde, blicken wir auf ein Set, das den Geist des Wilden Westens in all seiner Dramatik und Abenteuerlust einfängt.
Im Mittelpunkt stehen die Kavalleristen und ihr Leutnant, gekleidet in die typischen blauen Uniformen mit goldenen Knöpfen, gelben Aufschlägen und Kragen, roten Halstüchern und breitkrempigen Hüten. Stolz tragen sie ihre Waffen, Säbel, Gewehre und Pistolen, während sie auf ihren Pferden der ersten Generation durch die Prärie reiten. Ihre Flagge weht über der Szene und symbolisiert die Stärke und den Mut der Truppe, und man kann praktisch den Klang der Trompete hören. Neben ihnen steht der Trapper, eine markante Figur mit Pelzmütze und Gewehr. Mit seinem wetterfesten Outfit verkörpert er die Pioniere des Westens, die Weiten des Landes erschlossen und sich den Herausforderungen der Wildnis stellten. Der grandiose Kaktus unterstreicht die Wüstenatmosphäre. Dieses Playmobil-Set ist nicht nur ein zeitloser Klassiker, sondern auch ein Fenster in eine vergangene Ära voller Abenteuer und Entdeckergeist. Es trägt stolz die Nummer 3485 und ist für mich das beste Western-Set aller Zeiten. Komm mal, 4 Sekunden habe ich noch. Stark. Ist doch definitiv ein starkes Set. Das glaube ich, muss ich auch sagen. Ja, Tobi, da hatte ich recht, ne? Ich bin ja davon ausgegangen, dass du das willst auch. Zumindest können wir das nachher nochmal besprechen, aber ich war mir da ziemlich sicher. Ja. Würde man auch behaupten, das wird ein Set sein, das die meisten Jungs aus den 80ern und frühen 90ern hatten. Also ich hab's auch. Ja, genau. Ich hatte es auch. Ja. Lars, bist Ja. du soweit? Ich Ich starte hoffe. den Timer. Okay. Ja? Kann ich 1, starten? 2, 3, geht los. Meine Damen und Herren, heute mitgebracht habe ich das beste Playmobil Western Set. Es handelt sich natürlich um die 3803, die Playmobil Postkutsche aus der glorreichen 1994er Western-Reihe. Was damals mein Geburtstagsgeschenk war, ist heute mein Favorit in dieser Western-Folge. Postkutschen sind ein elementarer Teil der Western-Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Auch wenn diese hier nicht in der typischen Wells-Fargo-Lackierung daherkommt, verkörpert sie den Glanz und die Ästhetik, die es benötigt, um das beste Set des Wilden Westens zu sein. Die aufgedruckten Haltestellen Reno, Denver und St. Louis sind isoliert betrachtet nur eine Aneinanderreihung von Städten, doch für mich wurde dieses Trikolon stilbildend und zum absoluten Höhepunkt meiner Kindheit. Die Kutsche an sich, dazu die Westernfamilie, der Kutscher und das Gespann bestehend aus 4 Pferden sind für mich unerreicht und mein absolutes Lieblingsset. Perfekt. 5 Sekunden hättest du noch. Gut gemanagt. Nicht schlecht. Ja, ich habe es auch einmal kurz im Blick gehabt. Mir gefällt das mit den 4 Pferden auch gut. Ja. Aber die gelbe Farbe hat mich abgeschreckt. Ah, okay. Für mich ist der Vorgänger die rote Postkutsche, die Postkutsche. Aber sprechen wir gleich drüber. Denn jetzt darf... Es gab ja sogar mehrere rote Postkutschen. Ich meine, es gäbe zwei. Ja, ich meinte die 88er. Wir sprechen ja gleich nochmal über Sets, die wir rausgesucht hatten. Und Genau. dann würde ich bitten, dass Christian sich seine Minute nimmt. Bist du soweit? Ja. Alles klar, und los geht's. Hallo, meine lieben Freunde, zur 3769 aus dem Jahre 1987, die bis 1992 im Katalog war und meiner Meinung nach das beste Western-Set aller Zeiten ist. Es ist ein Farmhaus mit einer 5-köpfigen Familie, fast alle Figuren aus der damals neuen Serie. Männlich, weiblich, erwachsen, ein Kind, ein Baby, nur ein weibliches Kind fehlt. Es zeigt 3 Generationen aus Farmern in Westernfarmen wie aus einem Film, der von den ankommenden Siedlern gebaut, von Banditen bedroht oder das Zentrum eines Familienspiels à la Unsere kleine Farm sein kann und ist damit für jede Variante des Western-Genres gut geeignet. Das Gebäude selbst kann leicht umgebaut werden, da es aus dem guten alten Stecksystem ist. Man kann daraus vom Schuppen über ein kleines Wohnhaus bis zum Stall alles Erdenkliche machen und es genauso zum Beispiel auch als Banditenversteck nutzen oder mit anderen Gebäuden wie dem Westernbahnhof 3770 zusammenbauen. Dazu hat es wirklich viele Tierfiguren. Jetzt muss ich dich leider unterbrechen. Vielleicht hörst du es. Der Timer läutet. Aber du darfst vielleicht gleich noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Aber wir haben ja die Minute uns begrenzt. Aber es war trotzdem stark. Bis von daher. Sehr spannend. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe auch die Farm kurz im Blick gehabt. Aber sie hat für mich nicht gereicht. Das erzähle ich gleich warum. Soll ich euch mal erzählen, was ich noch als Set hatte? Auf Platz 2. Auf Platz 2 hatte ich, das habe ich ja schon fast angekündigt, den Kopfgeldjäger, die 3798. Die hast du, glaube ich, auch, Lars, ne? Genau, habe ich auch auf 3. Ja, und dann habe ich auf 3 die 3747. Das wisst ihr jetzt wahrscheinlich nicht, was das ist. Das sind die Goldwäscher.
Okay, stark, ja. Die hatte ich tatsächlich gedacht, hatte ich mir tatsächlich gedacht, dass du die drin hast. Ja, das ist ich finde, das ist so ein echt geniales Set, wo du so auch sehr viel Spielpotenzial hast, wo unheimlich viel Zubehör dabei ist und wo du auch so eine ganze Bandbreite an Menschen hast. Ja, ne? Du kriegst in so einem kleinen Set 4 Menschen, 2 Esel, Lagerfeuer und so weiter. Also finde ich auch wirklich gut. Das war meine Top 3. Und außer Konkurrenz, das hatte ich ja auch gesagt, habe ich noch die 3383. Wisst ihr, was das ist? 3-3, was ist denn das für ein Set? Gehört ja gar nicht mehr in die Reihe. Oder ist das ein Doch, 80er-Set? das Ist ein 80er-Set, ist ein ne? 80er-Set. Doch, das ist Genau. ein früheres Set, aber ich weiß Ja, ja. gerade auch nicht welches. Und das 3-3. ist Joe Bone Crash. Okay. Der blaue Bandit. der blaue Bandit mit dem schwarzen Hut, dem Patronengürtel, der, ich glaube, Genau. schwarzen Tasche und ich dem glaube, er hat 2 Halstuch. Pistolen dabei, ne? Er hat 2 Pistolen dabei, er hat den damals neueren braunen Gürtel, Genau. schwarze Tasche, schwarzer Hut. Und der ist für mich einfach ikonisch. Das ist für mich tatsächlich der eine, so wie der schwarze Pirat, für die Piraten ist er für mich, zusammen mit dem Sheriff, der damals da mit dem grauen Hut rausgekommen ist, sind das eigentlich für mich die beiden Repräsentanten für Western, ne? Das ist so. Dann hatte ich noch die 4504. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber das hatte ich vorhin schon mal zu Lars gesagt. Das ist ein Playmobil Special Set. Und zwar ist das der Indianer. Stimmt, genau. Einer der ersten Indianer, der rausgekommen ist. Und zwar der, im Prinzip kann man sagen, so ein bisschen Anlehnung an Winnetou hat. Der mit der silberbeschlagenen Büchse. Genau, richtig, der. Weil der einfach, das war für mich in dem Moment, als ich den gesehen habe, war das für mich Winnetou. Und es hat noch damals, es war so das Ende meiner Spielzeit in Anführungszeichen, wo ich dann wirklich noch viel gespielt habe. Und ja, den hatte ich noch drin, aber er hat es dann nicht ganz geschafft. Und zum Schluss habe ich tatsächlich ganz kurz, hatte ich dann selber nicht, aber die 4034 ist ein Set, was ich auch sehr gerne mag. Das ist der Westernzug, der komplette. Ja. Ne? Aber es ist dann, ich habe es nicht gehabt und tatsächlich die ersten 3, meine Top 3, sind Sets, die ich hatte. Und ja. Ich glaube, über die Steaming Mary haben wir, glaube ich, alle nachgedacht, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, aber Normalerweise, Ja. Erzähl. Normalerweise, wenn du, glaube ich, so objektiv da auf die Serie guckst, dann hast du natürlich so Sets wie vielleicht die Silver Ranch oder du hast die Steamy Mary oder du hast den Colorado Springs Bahnhof dann immer relativ favorisiert, glaube ich. Aber durch unsere Kindheitsemotionen und durch die Zeit, die wir damals durchlebt haben, haben wir natürlich dann ganz eigene Sets gehabt, an denen wir uns orientieren. Und so ist das bei mir auch abgelaufen, dass ich dann eher auf die Sets geguckt habe, die ich damals haben wollte, die ich direkt hatte und mit denen ich auch gespielt habe. Und genauso sieht es bei mir auch aus. Ich bin erstmal gespannt, welche Sets Christian noch mitgebracht hat oder welche in der erzähl Auswahl mal waren. Deine Top 3. Ich möchte erst noch kurz eine kleine Anekdote erzählen zu Tobis Set. Nämlich damals 1987 müsste es gewesen sein. Ich glaube, es ist in der 87er-Reihe ist das rausgekommen, ne? Ja, Direkt aus richtig, 87. ja. Weiß ich nämlich noch, wie ich einmal zu irgendeiner Gelegenheit, ich weiß nicht mehr welcher, habe ich damals 10 D-Mark bekommen. Und in meiner Heimatstadt gab es einen Horten, in dem es für Jüngere, das war mal so ein Warenhaus, wo man alle möglichen Sachen kaufen konnte. Ein Konzept, das aus guten Gründen gescheitert ist. Damals war das noch so, dass da Leute gearbeitet haben, die tatsächlich wussten, wovon sie redeten, wenn man sie was gefragt hat. Das war schön, aber das war dann später nicht mehr so. Egal. Jedenfalls ist Klein Christian mit seinen 6 Jahren dann mit seinem 10 D-Mark-Schein in die Spielzeugabteilung von Horten marschiert und hat vor genau diesem Set gestanden und hatte leider noch kein wirkliches Verständnis von Preisen und hatte nicht verstanden, dass dieses Set 30 Mark kostete und nicht 10. Es sorgte für eine unschöne Erfahrung dann an der Kasse. Aber eine sehr, sehr nette Kassiererin hat mir damals dann gezeigt, welche Sets ich mir tatsächlich kaufen könnte mit dem Geld. Und dann habe ich mir diesen fetten General zusammen mit der auf dem Pferd mit herrlich. dem Leutnant daneben, der hat nämlich 10 Mark gekostet. Das wurde dann das erste Playmobil-Set, das ich mir selbst gekauft habe, als Ersatz für das du gewählt hast. Also Die hatte ich tatsächlich auch kurz im Blick.
Weil das natürlich auch so damals so ein ja, Butterbrotmodell war, irgendwie gefühlt. Sind auch gut. Aber natürlich die Kavallerie mit dem Trapper zusammen ist natürlich noch mal eine Nummer mehr. Was hast du denn auf 2 und 3? Ich möchte noch kurz sagen, es ist keine Kavallerie. Das ist berittene Infanterie. Nein, da muss ich dich nämlich einmal korrigieren. Wusste ich, dass das kommt. Und ich habe tatsächlich Recherchen angestellt. Und diese gelben Halstücher, die du jetzt erwähnen wirst, ne, ist Hollywood. Es ist tatsächlich eine Hollywood-Erfindung gewesen. Dass die gelben Halstücher, ich habe es tatsächlich über mehrere Quellen gesucht und gefunden und immer stand, dass tatsächlich die gelben Halstücher eine Hollywood-Produktion sind. Dass die krass. richtig ist, dass die gelben Streifen und Aufnäher hatten. An der Hose hatten sie die gelben Streifen, das war Kavallerie, aber Halstücher waren dem Soldaten selbst überlassen, ob er überhaupt eins trägt und wenn ja, welche Farbe. Das Gelbe ist tatsächlich dann nachher von Hollywood eingeführt worden. Habe ich nämlich tatsächlich in dem Zusammenhang, weil ich wusste, dass du das mal gesagt hast, habe ich das mal überprüft und ist tatsächlich so, dass das ist ja so wie bei so manchen. Wie heißt das noch, dieser Effekt? Meinst du den Mandela-Effekt? Ja, genau, der Mandela-Effekt. So wie mit dem Monopoly-Mann, der im Monokel, wie heißt es noch? Monokel. Ihr wisst, Monokel. Siehst du, ich bin schon hier vollkommen im Wahlkampf drin. Aber erzähl uns doch mal eben deine Sets. Kannst du mir die Quellen, die du da recherchiert hast, mal schicken? Ja, Einfach nur so ganz nebenbei. Also das interessiert mich. Wenn ich mich dafür kann geirrt sagen, habe, Chat- dann mache ich darauf es ist so auch ein Video, tatsächlich- dass ich mich geirrt habe und widerlegt bin. Das ist anders. Ist tatsächlich, habe ich es über ChatGPT gemacht. Okay, gut. So. Bei mir waren auf den anderen Rängen noch die. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Zum einen die 3, 4, 2, 1. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auf Anhieb gar nicht mehr zuordnen können, weil es einfach zu alt ist. Und Ja, das ist das Hotel, ne? nein, das ist nicht das Miners Hotel, das war die 3425, glaube ich. 3426. Okay. Nee, die 3421 ist das blaue Wohnhaus. Okay, ja, stimmt. Mit der Dame mit dem Regenschirm, ne? Ganz Oder genau, die Sonnenschirm. Dame mit dem Regenschirm. Und da waren im Prinzip das, was damals an Westernmöbel existierte, drin. Absurderweise auch eine frühe Version dieses Gewehrhalters, aber ohne Gewehre. Das da einfach so irgendwie reingestellt worden war. Habe ich ja mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch mal angucken, wie ich es im Detail habe. Das ist heute ziemlich schwer zu kriegen. Und gehört halt in diese erste Reihe, die Westernstadt, die 76, glaube ich, rausgekommen war, wo es alle möglichen Varianten an Westerngebäuden gab, wo sie im Endeffekt einmal eine Riesenreihe rausgebracht haben, einmal an eine Wand geworfen haben, wie Spaghetti und geguckt, was kleben bleibt. In die 80er Jahre sind davon dann ja nur noch der Saloon, das Sheriff's Office und der Drugstore dann gekommen. Aber damals gab es eine ganze Reihe mit knapp einem Dutzend solcher Gebäuden. Das fand ich immer sehr schön, weil ich einfach als Kind in der Art und Weise, wie ich gespielt habe, eigentlich am liebsten immer eine Stadt haben wollte, beziehungsweise irgendwie so Siedler-Aufbauspiel machen wollte. Also wirklich irgendwo die Pioniere, ja, die an die Frontier gehen und da Abenteuer erleben und sich ein Leben aufbauen. Das war immer das, was mich an Western immer am meisten fasziniert hat. Und deswegen waren das auch die Sachen, die ich mir gewünscht habe. Das ist auch ein wesentlicher Grund, warum bei der Art, wie ich mich an das Genre genähert habe, dieses Farmhaus bei mir so weit oben steht. Ja. Es ist nämlich quasi so eins der Ziele, das du da haben kannst. Beziehungsweise es gibt ja auch beispielsweise Western-Serien, die genau um sowas spielen. Ich habe jetzt unsere kleine Farm, habe ich ja genannt. Eine andere, die in Deutschland nicht so bekannt wäre beispielsweise The Rifleman. Das witzigerweise die Vorlage für Deep Space Nine war für Star Trek-Fans. Wo es auch genau um sowas geht, dass halt eben in so einer Grenzstadt sich da jemand ansiedelt, dann seine Farm aufbaut und dann halt eben so eine Sheriffs-ähnliche Funktion hat. Und das dritte, was ich dann noch hatte, war der auch aus der 87er-Reihe der Planwagen. Ah ja, okay. Ja, okay. Passt Der ja da auch erste ganz gut rein. Oder Ne? der zweite. Das ist schon der dritte. Ja, Denn den achso, ersten Plan, Ich den habe die ersten, Nummer gerade nicht gehört. Moment, weil ich es noch nicht genannt habe. Warte. Achso, siehst du. Die habe ich nämlich gerade leider nicht im Kopf. Das heißt, ich muss doch mal gucken, wo ich sie. Also du hast auch den aus den 88ern mit dem blauen Mann und Genau, und die hatten auch schon die quasi diese neuen Figuren. Der hatte dann auch noch zwei Säcke dabei und nicht nur in Anführungszeichen die Truhe und die 3278. Fässer. 3278 ist die Nummer. Ah, sehr schön.
Wie gesagt, ich hatte beim Planwagen, also der Planwagen ist immer super populär gewesen bei den Western-Sets, deswegen gibt es den ja auch heute noch, wenn auch mit einer etwas anderen, mit Ja, einer ja, anderen ja. Zielrichtung. Hm. Auch in diversesten Varianten. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 Varianten von dem Kasten, von dem grundlegenden Kasten. Ja. Und ich meine, der Western-Track, der Trail von Siedlern, Pionieren, die nach Westen hin unterwegs sind, im Planwagen, ist so ein ikonisches Western-Element. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Genau. Also ich vermute mal auch, dass wir alle irgendeine Form von Planwagen zumindest auch mal überlegt haben, ob wir den reinnehmen. Ja, ich habe tatsächlich bei den Kutschen war ich am Schwanken, aber ja. Lars, was hast du noch gehabt? Den Kopfgeldjäger haben wir gehört. Hast du auf der 3 gehabt? Genau, Und die was war deine 2? 3798 ist meine 3, obwohl es auch schwierig war, aber der ist so ikonisch und der war damals so legendär, obwohl ja einfach nicht viel dabei ist. Und du hast ja wirklich nur dieses Pferd, dann hast du so ein bisschen Felsen dabei, so ein Kaktus, ne? Die Bratpfanne ist dabei. Das Pferd an sich ist ja schon ein Traum, also dieser Schimmel war ja komplett neu. Mit dieser blauen Schabracke, mit dem schwarzen Sattel, also da war schon alles dabei, was du so haben konntest. Und wie gesagt, nicht viel drin, aber ich hätte auch, glaube ich, einen Case dafür gefunden, dass ich das Set auf die 1 packe. Also es gefällt mir so gut. Und dann gibt es natürlich noch die Snake River Ranch, die ich damals Ja, 98, ja, glaube ja. ich, 97 oder 98 habe ich die zu Weihnachten bekommen. Da hat mein Bruder die McLarens Goldmine bekommen, ich habe die Snake River Ranch bekommen und ich weiß nicht, also ich hätte da irgendwie auch einen Case dafür gefunden, die Ranch auf die 1 zu packen, weil es so dicht beieinander ist und weil das alles, also die ganzen 94er, 95er Western-Sets, die gefallen mir alle so gut. Dann hast du ja noch die ganzen Nordstaatler-Sets, aber da war gerade bei Christian im Hintergrund die Goldmine. Also du hast die ganzen Nordstaatler-Sets der 94er, 95er Reihe. Du hast die Südstaatler, du hast das For Glory mit der 3806. Also da ist so viel dabei, deswegen ist das wirklich so eine coole Folge für mich jetzt auch, weil ich ja in der Zeit durch dieses Thema zu Playmobil gekommen bin und alles, was da passiert ist, ist halt wirklich eine Herzensangelegenheit und Das Spannende, was ich jetzt gerade bei dir ist es wie heißt die Snake Snake River Ranch? Ranch. Nee, Snake River. Bei mir ist es ja die Silver Ranch. Genau. Das ist ja meine Ranch gewesen. Die habe ich damals gehabt. Die war natürlich auch wirklich sensationell gut. War auch kurz bei mir. Aber das Set ist mir einfach es war einfach zu groß, um zu sagen, es ist mein liebstes Set. Ne? Das war, Okay. glaube ich, so ein Hintergedanke. Von daher, lasst uns doch mal jetzt dazu kommen, dass wir über unsere Sets sprechen, die wir uns ausgesucht haben. Warum haben wir sie uns ausgesucht? Wollen wir in verkehrter Reihenfolge starten? Wollen wir in der Reihenfolge starten, wie wir es vorgestellt haben? Mach ruhig verkehrt, oder? Ja, dann lass Christian mal anfangen. Erzähl mal, warum sollten wir dir die Stimme geben? Ich sag mal so, es ist für mich relativ einfach zu sagen, warum ich das quasi als Liebstes genommen habe, denn ich meine, ich sitze hier auf so einem Tisch, in dem ich quasi umgeben bin von der Westernstadt. Und ich sehe dieses Set alleine 3-mal um mich rum jetzt aktuell. Okay. Also ich habe das tatsächlich relativ oft in mehreren Varianten. Das ist ja auch wiederholt rausgekommen. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 Auflagen davon, was an sich eigentlich schon zeigt, dass es ein ziemlich beliebtes Set immer gewesen sein muss. In der aktuellen Variante hat es ja beispielsweise ein blaues Dach und extra für Lars ein Pferd. Ja, ist so. Ja, klar. Aber ich finde trotzdem tatsächlich die erste, also ich hätte auch die anderen Varianten, hatte ich tatsächlich überlegt, denn die neueste, die habe ich auch mal in einem Video vorgestellt, die ist ziemlich auch wieder mit einer ganzen Menge, sehr vielen schönen Details und sowas alles dabei. Aber die alte hat einfach wirklich, die 80er Jahre Version hat einfach wirklich das größte Spielpotenzial. Unter anderem dadurch, dass so viele Figuren dabei sind. Ich meine, diese Tendenz, dass in den Sets einfach im Laufe der Zeit immer weniger Figuren drin sind, die beobachten wir, glaube ich, alle. Und damals waren 5 Figuren in einem Set jetzt noch nicht unbedingt so ungewöhnlich. Es sind aber vor allen Dingen auch so viele unterschiedliche. Und die kannst du auch nicht nur für einen bestimmten Zweck ansetzen. Das ist halt eben so ein Problem, das ich beispielsweise bei Kavalleristen immer habe, zumindest bei den Kavalleristen ab 88 oder ähnlichen Figuren. Du kannst mit ihnen fast nichts anderes machen, es sei denn, du fängst wirklich an, in den Bereich zu gehen, dass du anfängst hier zu modden bzw. zu customisieren und die abreibst und ähnliches. Das ist ein generelles Problem, das ich, so schön ich die Drucke finde, generell sehe bei sehr vielen neueren Sets, weil einfach die
die Möglichkeiten, die Figuren zu nutzen, sehr eingeschränkt sind. Und da sind wir gerade noch in so einem Übergangsbereich. Da fängt ja auch die Rosa-Reihe an, wo das dann ganz massiv praktisch allen Figuren gemacht worden ist zur selben Zeit. Beispielsweise haben wir die zu dem Zeitpunkt Mutter dabei. Das ist die gleiche Figur, die man beispielsweise in der Rosa-Reihe ist die nochmal aufgenommen worden als Hausmädchen. Und die kannst du einfach in x Varianten stecken, weil du dir einfach irgendwie eine Schürze unterschiedlicher Art beispielsweise anstecken kannst. Und dann kannst du die als Köchin haben, dann kannst du die als Hausmädchen haben, dann kannst du sie als Farmerin haben, kannst dir so eine klassische Haube aufstecken, dann kannst du sie auch als irgendwie so als Amish-Frau oder sowas durch die Gegend laufen lassen, je nachdem, wie du möchtest. Ja, sie ist komplett schwarz. Allein schon, dass man überhaupt noch mal irgendwo einfarbige Figuren hat, also die nur eine Farbe anhaben, ist schon selten, denn Playmobil wird in der Zeit dann ja auch sehr bunt. Dann finde ich es sehr schön, dass wir überhaupt in einem Western-Set Familien haben. Denn nun ist der alte Westen sehr männlich gewesen, das ist keine Frage. Aber das ist halt eben auch nur eine Art des Zugangs dazu zu dem Genre. Und ich fand es immer ein bisschen schade, also ich muss sagen, dass ich das als Kind immer sehr schade fand, wie wenig Familien ich quasi in dieses Genre reinspielen konnte damals. Also ich habe mir das Set damals gewünscht, aber ich habe es nie gekriegt. Das war damals auch relativ teuer, muss man dazu sagen. Es war bei mir tatsächlich dasselbe. Ich habe die Silver Ranch gehabt, die Farm hätte ich auch gerne gehabt. Fand ich wirklich, das Gebäude fand ich wirklich super. Was mich damals schon so ein bisschen gestört hat, was mich heute immer noch stört, ist zum Beispiel der Opa, die Optik und auch der Mann. Das ist nicht so richtig. Als Kind war es für mich die richtige Western-Optik. Ja, mir fehlte da, ich fand diesen klassischen Cowboy-Hut gut von Playmobil. Und im Prinzip hätte jeder meiner Figuren hätte diesen klassischen Cowboy-Hut haben können, weil das war halt so dieses Erkennungsmerkmal. Das ist jetzt eher so ein. Verstehe ich, ja. Weißt du, die Figuren, bis auf die Frau, könntest du die auch in die Moderne setzen im Prinzip. So als Landarbeiter. Der Opa ist jetzt auch mit seiner Sherlock Holmes-Mütze da halbwegs. Es ist jetzt nicht so das Typische, ne? Versteht ihr, wie ich meine? Ist jetzt nicht ganz das Typische. Von daher, ja. Ja. Wobei meines was Wissens sagst du nach dazu? auch diese Hüte im Alten Westen tatsächlich erst relativ spät eingeführt worden sind. Ja, wir brauchen ja nicht drüber sprechen, es ist ja sehr viel Klischee. Es ist so wie mit Indianern, die sicherlich nicht überall mit lang, der Häuptling hatte nicht immer dann Federn bis zum Hintern runterhängen und Weiß ich nicht. ja, das war sicherlich mal bei einzelnen Stämmen bei einer Zeremonie sicherlich irgendwo historisch korrekt. Die meisten sind sicherlich nicht so rumgelaufen. Dass das natürlich so ein bisschen Also eine Klischee war, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. ja, also ich plane selber nochmal ein Video zu dieser Indianerfamilie von 87 hier mit dem Mann, der Frau, dem Kind und so weiter. Da sind alleine Elemente aus 4 verschiedenen indianischen Kulturarealen drin, die nichts miteinander zu tun haben. Aber ein sehr, sehr tolles Set. Allein die Puppe, die das Kind hat. Ich hatte das Set, wunderbares Set. War tatsächlich auch kurz bei mir, aber ich bin tatsächlich jetzt eher auf die, in Anführungszeichen, weiße Westernwelt eingegangen. Und ich finde, das Indianer-Thema kann man nochmal ganz separat machen, weil es dafür auch hervorragende Sets gibt. Also wirklich. Ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder eine Überlegung, die wir auch wahrscheinlich alle gehabt haben, oder? Auf jeden Fall, genau. Ja, ganz genau so. würde ich Ich auch habe ja auch genauso hinterher. Das ist tatsächlich auch einer der Punkte. Also wir hatten ja quasi vorher auch einen Chat und Lars hatte vermutet, dass ich den Bahnhof nehmen wollte. Und tatsächlich in dem Bahnhof und in den Goldgräbern gibt es nämlich ein Element, das man ansonsten bei Playmobil einfach gar nicht findet, nämlich schwarzer Western. Der alte Bahnhof hat eine schwarze Familie dabei, die da reist. Ja. Die Goldgräber haben eine schwarze Figur dabei und es gibt ja auch wirklich das komplette Genre schwarzer Western, der halt eben. Und der echte alte Westen war rassensegregiert. Es gab Goldgräberstädte, die waren komplett schwarz, ja. Also quasi für eine komplett schwarze Bevölkerung. Es gab eigene Banken für Schwarze und dergleichen mehr. Und das ist natürlich was in der Zeit, in der Playmobil-Western quasi etabliert worden ist, hier einfach überhaupt nicht auf dem Schirm war. Und dass Westernfilme mit primär schwarzen Schauspielern, wie viele fallen uns auf Anhieb ein? Wahrscheinlich Django Unchained und vielleicht noch The Harder They Fall. Und dann wird es auch schon fast zu Ende sein, oder? War es nicht The Hateful Eight? War da nicht auch?
aber keine Hauptrolle. Genau, Ne? hier 1992 Clint Eastwood und sag schnell, fällt der Name gerade nicht ein. Ja, aber ich meine- Unforgiven ist, glaube ich, der Originaltitel. Aber ich meine jetzt nicht als Token-Schwarzen, den einen Schwarzen, der dabei ist. Das hast du auch in Silverado beispielsweise mit Danny Glover oder sowas. Ich liebe Silverado. Ey, ich auch, keine Bagge. Ich glaube, wir lieben diese Sachen ja alle, ja. Aber es ist einfach nur ein Aspekt, der ist einfach bei Playmobil kaum vorhanden. Und ich hätte es super faszinierend gefunden. Genau. Aber ich finde auch, das müsste man irgendwie. Deswegen hatte ich dieses Set wirklich rausgenommen, weil es halt eben, wie gesagt, wir haben uns auf klischeemäßig die weiße Westernwelt konzentriert. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, dass wir das hier machen und eventuell die anderen Sachen mal ganz separat und genau unter die Lupe nehmen. Ja. Und es ist auch so hart, wenn du jetzt selber so im Custom-Bereich bist und du versuchst dann schwarze Figuren herzustellen. Du hast ja gar nicht so viel Auswahl an Armen zum Beispiel, dass du das machen kannst. Also mir fiel das richtig schwer. Ich habe versucht, da ein bisschen Vielfalt reinzubringen und du hast da richtig zu tun, weil es gar nicht so viele Figuren gibt, die du dafür nutzen kannst. Ja. Und das hängt auch natürlich damit zusammen, dass hinter der deutschen Westernwelt natürlich viel, viel mehr Karl May hängt als amerikanische Western. Ne, wir haben ja hier quasi eine ganz eigene domestische Western-Produktion damals gehabt. Das ist ein Genre, das ist heute ja, tot ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, da wir nun demnächst aus irgendwelchen Gründen das Kanu des Manitou haben werden. aber warum, weiß ich nicht, aber wir werden es haben. Aber ich meine, das ist ja wirklich eine Generationssache. Diese Dinger sind in den 60er Jahren in relativ kurzer Zeit in sehr hoher Frequenz rausgekommen. Die sind ja alle in nur 4-5 Jahren rausgekommen. Mehr ist das gar nicht. Und leben halt durchaus durch solche Sachen wie die Karl-May-Festspiele in Elspe und in Bad Godesberg weiter. Segeberg. Bad Segeberg, also schon, ja, Bad Segeberg natürlich. Ja, du kommst ja von unten. Siehst du, da ist die Konfrontation gegen die Norddeutschen hier. Da haben wir es wieder. Ja, da haben wir es wieder. Auch wir leiden. Auch in Norddeutschland. Hey, weißt du, wie oft ich schon in Elspe gewesen bin? Locker 20 Mal. Ich liebe das. Ja, du musst mal nach Bad Segeberg kommen, am Kalkberg da. Das ist gut. Da war ich auch schon. Das ist hervorragend. Ist leider relativ weit weg. Elspe ist bei meinen Eltern um die Ecke daher. Lars, möchtest du Ja. dein Set verteidigen? Ja, gerne. Also ich finde, ich weiß gar nicht, was ich noch so viel hinzufügen kann. Ich finde, das ist wirklich, also aus meiner Sicht jetzt ganz persönlich, ist es mein absolutes Lieblingsset, weil es in meiner Jugend mein absolutes Lieblingsset war. Bei der ganzen Konkurrenz der 94er und 95er Sets, also der anderen, die es da gab, bin ich da absolut in der Postkutsche und habe mich immer gefreut, wenn ich die rausholen konnte. Es war ein wunderbares Transportmittel. Wie gesagt, die 3 draufgedruckten Städte waren für mich ikonisch und du konntest die so gut einsetzen, die Kutsche. Du hattest da so viel Verwendung für, konntest die besetzen, wie du willst, konntest da 4 Leute immer reinsetzen, hattest den Kutscher bei und dann vielleicht noch den Sicherheitsmann mit oben drauf und dann konntest du die Pferde ändern, wie du wolltest. Du konntest da die Scheuklappen raufsetzen. Dann hattest du wirklich perfekte Kutschpferde und hattest einfach ein Western-Szenario, was wirklich in jedem Western-Film so aufgetaucht ist und was du aus ganz, ganz vielen Vorlagen kanntest und konntest dann halt deine Geschichten damit spielen, konntest deine Überfälle da irgendwie dann auch durchführen lassen, die natürlich erfolgreich verteidigt wurden. Und ich weiß nicht, also ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist einfach für mich, wie gesagt, Snake River Ranch wäre auch fast genauso gut. Da gefallen mir die Figuren so gut, aber halt diese Kutsche, auch in der Farbe, die jetzt irgendwie komplett neu ist, ohne historische Vorlage, das gefällt mir an der so gut, dass sie einfach in so einem Gelb-Orange-Ton ist, den wir vorher nicht kannten aus der Playmobil-Welt. Du hast diese roten Holzräder da dran, die so perfekt an der Kutsche aussehen und dieses Bild ist für mich perfekt und deswegen ist es mein ganz klarer Favorit. Ja, ich finde es sehr spannend, weil ich fand sie damals, als sie die 3, 2, 4, 5 war es, glaube ich, die Postkutsche davor, als die abgelöst wurde, das war halt meine Postkutsche. Und die fand ich natürlich perfekt. Ich war sehr traurig, als es sie nicht mehr gab, weil mir ist das hier tatsächlich damals zu bunt gewesen. Einfach, das ist so eine Farbexplosion in dem Moment. Das ist sehr viel Farbe auf. Ich habe sie tatsächlich später dann auch irgendwann mal in die Westernwelt eingefügt, weil klar, sie gehört dazu. Sie ist besonders, dadurch, dass es die einzige ist, wo du 4 Pferde hast. Nichtsdestotrotz, es gibt ja, glaube ich, jetzt später gab es nochmal eine gelbe.
Gab zwei, ne? Genau, ja, gibt die genau. rot-grüne und die gelb-grüne gibt es nochmal. Und dann gibt es noch die Scooby-Doo, diese Ja, gelbe. komm, Scooby-Doo Ja, nehmen aber wir ich mal meine, es raus. ist die Das gleiche, ist der gleiche ja. Körper. Da gibt's Stimmt, auch du noch hast eine recht, das ist Postkutsche. eine grün-rote, ja. Aber für mich ist tatsächlich immer noch so ein bisschen das Klassische, gerade die 3245B, muss man ja sagen. Gab ja auch noch A, das war ja die erste. Die war natürlich ein bisschen langweilig, da war ja nicht allzu viel. Aber genau, es gab aber auch noch die 70013. Das war auch eine gelb-grüne Postkutsche. Da waren auch graue Pferde dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, von daher, also ich kann dich verstehen, gerade weil es ja dein subjektiver Eindruck ist, natürlich. Mir ist es zu bunt. Christian? Ich schließe mich da mal einfach der Mann, ja, ich kann dich verstehen, es ist ein Kindheitstrauma, dass du mit diesem pottenhässlichen Teil aufgewachsen bist. Ja, dass du nicht diese schöne, elegante Strenge der roten Postkutsche kennengelernt hast, sondern mit dieser Farbseuche sondergleichen. Da kannst du ja nichts für, das ist halt eben in diesem Fall mal der Fluch der späten Geburt. Aber nein, jetzt mal im Ernst. Das ist eine gute Postkutsche, wie du es ausgeführt hast. Die Postkutsche gehört in ein Western-Szenario rein. Also gerade die quasi schnell reinpreschende Postkutsche, die quasi über die Hauptstraße prescht, ist ja quasi ein Standard-Hintergrundelement. Auch selbst in Western, die sich in keiner Weise ansonsten darum kümmern, hat man diese Szene normalerweise irgendwo, weil die einfach dazugehört. Oder gerade wenn ein Western, beispielsweise eine Western-Komödie oder sowas probiert, so alle üblichen Klischees abzufrühstücken, ist das ja immer dabei. Genau wie der Postkutschenüberfall. Und ich habe keine Ahnung, in wie viel Lucky Lukes beispielsweise die Postkutsche auch vorkommt, dann meistens. Aber sie ist immer rot. Genau, da gibt es ja auch die Folge, ne, die ja direkt die Postkutsche heißt, die Wells Fargo Postkutsche. Genau, und das ist halt eben der Punkt. Das ist sowas von der Wells Fargo-Optik geprägt eigentlich. Selbst wenn Wells Fargo bei weitem nicht die einzige Firma war. Obwohl Butterfield genauso aussah fast, ne? Also Butterfield war ja die Vorlage so optisch auch ein bisschen für Wells Fargo, aber ist eine andere Geschichte. Ja. Übrigens zum Thema Wells Fargo noch, bei der 76er Westernstadt gab es tatsächlich auch in diesem Kastenformat auch eine Wells Fargo-Station. Das war die 3431, glaube ich. Das ist ein perfektes Set, ja. Ja, und die hatte ich nämlich auch sehr lange überlegt, ob ich die mit reinnehme. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz, warum die es nicht in die 80er Jahre geschafft hat. Aber offensichtlich, während die Postkutsche offensichtlich beliebt war, war es halt eben die Station, zu der sie fährt, offensichtlich nicht. Da müssen wir sowieso noch mal eben kurz, da will ich noch mal kurz was einwerfen, weil ich auch bei den Gebäuden war. Und ich habe damals nur den Saloon gehabt. Da sind wir auch wieder bei der Farbseuche natürlich so ein bisschen. Den gelben Saloon? Den gelben Saloon. Oh, Klar mochte ich den. Ich auch. Aber er ist natürlich echt gewöhnungsbedürftig, ne? Aber so perfekt in sich, also so komisch auf den ersten Blick. Aber wenn du es dann gewohnt bist, dann ist das, ich weiß nicht, gelb, grün und rot. Boah, was für ein perfektes Gebäude. Ja, es ist halt wirklich das. Er war kurz auch bei mir in meiner Liste drin, aber ich habe alle Gebäude rausgeschmissen, weil ich hätte mich nicht entscheiden können, tatsächlich beim Gebäude zwischen dem alten Drugstore und dem Saloon, weil ich auch den 80er Drugstore einfach sensationell gut finde. Allein das Zubehör, was du da hast, ist natürlich schon schön. Oder die Westernbank. Ich finde, die Westernbank ist die beste, aber wir können extra nochmal eine Folge zu den besten Western-Gebäuden wahrscheinlich machen wir mal Gebäude separat. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich glaube, es wäre sogar sinnvoll, die einzelnen Wellen der Gebäude sich mal genauer jeweils anzugucken. Ja, weil musst du, weil du die 90er Jahre Gebäude, die sind ja dann wieder anders und ja. Soll ich euch noch mal irgendwas zu meinem Set sagen? Eigentlich nicht, ne? Unbedingt. Das ist, glaube ich, alles selbsterklärend, oder? Also, ich habe damals angefangen mit Western noch mit den Uralt-Soldaten. Hellblaue Hose. Und ich war ziemlich froh, als dann irgendwann diese neue Welle kam, weil ich die wirklich einfach schöner fand. Und das war wirklich tatsächlich eins der ersten Sets, die ich damals hatte, als das rauskam. Ich wusste gar nicht, dass das so teuer war. 30 Euro ist ja echt nicht wenig. 30 Mark, das ist ja echt für damals, viel Geld. Also das ist ja, wusste ich nicht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, du hast 5 Figuren, 5 Pferde, du hast echt richtig Material zum Spielen und
wenn du Western gesehen hast, häufig war es ja so, dass die Kavallerie irgendwann als Heilsbringer kam. Ne? Es wurde zur Attacke geblasen und du konntest dann das super gut nachspielen, dass die dann irgendwann als Retter in der Not kamen. Und ich finde auch den Trapper damals, klar, aber das ist der auch ein bisschen also mit dem grünen Halstuch, das hätte vielleicht, ja, optisch, aber es ist einfach der Trapper an sich, ich finde ihn einfach auch ikonisch. So, Ja. und das ist, ich finde, das Ganze spiegelt, dieses Set ist halt so perfekt, dass du einfach, das ist für mich meine Kinder-Western-Welt. Lars hatte noch ein Set reingeworfen, in der Vermutung, was ich genommen haben hätte können. Ist das richtig? Ja, wahrscheinlich. Ähm, Das ist das mit den beiden Cowboys und dem Pferd. Ich weiß gerade die Nummer nicht. Lars weiß sie bestimmt noch, sagt er gleich. Blendet er dann auch ein. Wo der grün-weiß-schwarz-rote Cowboy, 3748. ja, genau. Das war tatsächlich auch, das ist auch so eins, also für mich persönlich ist das halt so farblich die schönste Zeit in den Ende der 80er und auch vom Zubehör passt das alles zusammen, weil wenn du jetzt heute anguckst, was Playmobil heute an Soldaten rausbringt, hast du halt leider, dass du die Soldaten, also das neue Fort, das steht hier, ne, und bei meinem Sohn und ist einfach vom Zubehör, warum lässt man Halstücher weg? Warum macht man den teilweise Gürtel um? Auch das gab es auch vorher schon eine Zeit, wo du die Soldaten als Zusatz, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ihr wisst, was ich meine, du konntest die in Folienverpackungen nachbestellen. Ergänzungsfiguren, sag ich mal. Dann hatten die einen Gürtel um, da gehörte ein Säbel rein. Da war aber gar kein Säbel mit bei. Das heißt, ich habe dann über eBay, ihr könnt nochmal unsere Folge da mit Achtung, Abzocke nochmal nachhören. Folge 43. Genau, nochmal Säbel bestellt, weil das fehlte einfach. Und das ist, glaube ich, eins der ja, markantesten Beispiele, wo es bei Playmobil gerade auch so ein bisschen hakt, weil sich keiner mehr richtig mit den ganzen Sachen auseinandersetzt und so ein bisschen gefühlt eine Resteverwertung stattfindet, aber nicht wirklich Wert gelegt wird wieder auf das, was es mal ausmachte, nämlich Details und ja. Man sieht es ja auch immer wieder daran, dass bestimmte Teile bei Neuauflagen einfach fehlen. Also so ein Ding, Genau. was ich wirklich schlimm fand, war beispielsweise bei der Westernkirche Schule, dass die Glocke fehlt. Dass da keine Glocke bei Zum ist. Beispiel. Ja, der Glockenstuhl ist zwar dabei, aber die Glocke fehlt. Ja. Ich verstehe schon, dass Metallteile heutzutage deutlich teurer im Gesamtkontext sein dürften und dergleichen mehr. Aber dann macht das Set halt einen Euro teurer. Das macht doch jetzt echt den Kohl nicht fett. Hat da irgendeiner von euch ein Problem? Das ist der springende Punkt, weil das Set wurde ja sicherlich in erster Linie von erwachsenen Sammlern gekauft und nicht von Kindern. So, dementsprechend ist es für uns, die wir jetzt unsere alte Western-Welt nochmal aufleben lassen wollen, wir gucken nicht auf den Euro. Und wenn das Set 50 Euro kostet, dann nimmst du es auch, weil du sagst, okay, ich möchte es gerne haben. Weil wenn du es bei eBay kaufen willst, dann hast du es in einem deutlich schlechteren Zustand, als wenn du es neu kaufst und meistens für einen deutlich höheren Preis. So dementsprechend, ja. Aber Es würde mich übrigens an der Stelle übrigens auch mal wirklich sehr interessieren, wie viel Playmobil eigentlich an Umsatz mit den Ersatzteilen macht, die dadurch wieder auf dem Markt sind, dass diese Sets neu aufgebaut werden. Also ich weiß es einfach nicht. Ich meine, die Ersatzteile sind relativ teuer, der Versand ist relativ teuer, aber gerade wenn man seine eigenen Sets aus der Kindheit wieder haben will, wie du schon sagtest, dann sind 5 Euro mehr oder weniger unter Umständen gar keine Kalkulation. und da kommen wir nämlich zu einem Problem, dass du teilweise Sachen gar nicht als Ersatzteile bekommst. Den Pistolengurt zum Beispiel kriegst du aktuell gar nicht als Ersatzteil. Und gerade der uralt Pistolengurt war anfällig und aber auch, und das ist leider mit im Zahn der Zeit, gerade auch die Gurte, die hier, oder die Gürtel, die hier waren, diese gelben oder sandfarbenen, sag ich mal, die sind ja auch leicht gebrochen. Da ist so ein bisschen der Weichmacher raus und schon knippst du das einmal, machst du den auf, klack, ist er kaputt. Und die kriegst du auch nicht nach. Es gibt 2, 3, also die haben einige Gurte, ja, oder Gürtel, aber nicht alles. Aber nichtsdestotrotz, ja, für mich ist dieses Set einfach, ich mag diese Pferde tatsächlich immer noch am liebsten, auch wenn sie so unrealistisch auf der einen Seite sind, aber ich finde, das ist einfach für mich das Playmobil-Pferd und ich mag die tatsächlich am liebsten.
Und ich hatte ganz kurz, es gab ja dann irgendwann mal so ein Nachfolgeprodukt mit einem Scout mit einem Indianer-Scout. Aber ich finde, das kommt nicht ganz ran, obwohl es meistens teurer verkauft wird. Aber für mich persönlich ist das die Nummer 1. Ich persönlich finde den Trapper, beziehungsweise in diesem Fall ja in seiner Funktion als Scout, sollte man sowieso nochmal nebenbei erwähnen, weil die Figur anscheinend sehr beliebt war. Also mir fallen spontan 3 Sets ein, in denen genau diese Figur drin war. Ja. Genau. Auch mit dem Du hast Indianer ihn halt, zusammen, ne? Genau, mit dem das Indianer mit dem zusammen, mit dem Kanu, genau, dann war der nochmal als Und dann hast du ihn Einzelpackung alleine, zu erhalten, mit der, wer ist das auch gleich, mit der Bärenfalle. Ja, mit dem und Biberfell, ne? Ganz da genau. glaube ich auch so ein Biberfell dabei. Ganz genau. Also von daher, das war wirklich, ich finde die Figur an sich auch echt total gut, weil die halt wirklich so einen freundlichen, irgendwie so einen kauzigen, also so einen, wo du einfach Vertrauen zu hast, sag ich mal, ne? So ganz blöd gesagt. Rate mal, was ich mit meinem gemacht habe hier. Rate Ja. einfach mal. Ja, ich habe das natürlich auch. Was du mit dem gemacht hast, Wie ich den momentan hier verwende. Rate mal. weiß ich nicht. Ich hab den mit der alten Indianerfrau aus diesem Indianer-Familien-3-Generationen-Set aus den 90er Jahren quasi verheiratet, in Anführungszeichen. Ah, ja. Und der wohnt Sorry. wohnt bei mir in genau dem Farmhaus, das ich auf Nummer 1 gesetzt habe. Der ist nämlich quasi der Ersatz für den, ich glaube, der hieß tatsächlich Ned Silver offiziell, der hatte tatsächlich einen offiziellen Namen. Also es war quasi der Inhaber der Gesamtfarm, wenn man die beiden Teile zusammensetzte. Und den habe ich damit ersetzt und habe quasi da eine Mischfamilie draus gemacht, wo er quasi irgendwann eine indianische Frau kennengelernt hat und hier die Westernreiterin hier ist quasi seine Tochter und Nachfolgerin. Das hatte ich mir dann quasi da cool. so eine Familienstory da draus gebastelt. Ja. Aber ihr seht, warum ich mein Set gerade besonders mag, weil halt eben genau solche Sachen und diese unterschiedlichen Ja, und das ist- Aspekte und Zeiten von Western zusammenzublenden, ist für mich halt eben eine schöne Sache. Ja, aber das ist halt genau das, was wir hier haben. Wir sind ja sehr subjektiv hier unterwegs. Genau. Aber, Ich kann einmal noch ganz kurz, Tobi, ganz kurz zu deinem Set sagen. Dein Set gefällt mir Ja. so gut, weil ich es damals unbedingt haben wollte und im Kindergarten, glaube ich auch, ich glaube 94 oder so, habe ich es noch bekommen. Ich glaube zum Geburtstag. Ich glaube im Januar 94 habe ich es bekommen und ich liebe es wirklich und deswegen bin ich froh, dass es dabei ist und dann bin ich umso glücklicher, dass es hier sogar eine Nummer 1 ist. Also von daher ist das eine sehr, sehr gute Wahl. ja. Dann lasst uns doch mal abstimmen. Christian. Ja, das heißt Leg also, ich los. habe die Wahl zwischen Kavalleristen mit einem wirklich coolen Scout und einer Postkutsche, die zwar ähnlich viele Pferde dabei hat, zugegebenermaßen eine andere Generation. Die Pferde finde ich übrigens sehr schön, weil die Pferde könnten wir tatsächlich ziemlich umfangreich diskutieren, welche Variante in welchem Kontext da schöner ist. Aber sorry, tut mir leid, Lars, geht nicht. Tobi, die Stimme geht an dich. Gut, dann mache ich es kurz. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde die Farm auch ziemlich perfekt, aber ich hatte dazu nie eine Bindung einfach. Also ich hatte das Produkt früher nie und wollte es irgendwie auch nie so richtig haben. War auch ein bisschen vor meiner Zeit, muss ich dazu sagen. Genau wie den Colorado Springs Bahnhof und die Steamy Mary. Deswegen habe ich die erstmal komplett weggeschoben. Also die waren gar nicht in meiner Kindheit vorhanden. Nur in den Playmobil-Katalogen, die so traumhaft waren. Ich bin aber, also hätte ich dir in der ersten Minute schon sagen können, als Tobi das Set genannt hat. Ich bin da auf jeden Fall komplett bei der 3485. Damit hat Tobi 2 Stimmen und automatisch auch, glaube ich, schon gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch. Ich gebe die Krone ab und übertrage sie dir. Spaß. Vielen Dank. Ich muss aber jetzt trotzdem noch eine Wahl treffen. Ja, Und ja, ich gebe Christian meine Stimme. ja, danke, ne? Vielen Dank. Ja, da nicht für. Aber es ist tatsächlich ein Set, was ich haben wollte und deine Kutsche wollte ich nicht haben. Deshalb kriegt Christian meine Stimme. Habe ich im Hinterkopf jetzt für die zukünftigen Folgen. Ist okay. Also ich verabschiede mich dann heute von euch. Das ist das letzte Mal, dass ihr mich heute hier hört. Nee, aber das ist tatsächlich, wir sind hier ja subjektiv unterwegs und es ist so, die Farm fand ich damals wirklich toll. Ich hätte sie gerne gehabt als Kind und habe sie nie gehabt. Und ja, Lars, du kannst den Daumen ruhig hoch machen. Das sieht ja keiner, ne? Aber ich sehe es. Nee, aber tatsächlich. Und mir ist die Kutsche etwas zu wild. Ich habe sie auch irgendwann, aber nein.
wir haben schon drüber gesprochen, sie kommt, hättest du die andere Kutsche genommen? Niemals, um Gottes Willen. Siehst du, dann hättest du meine Stimme gehabt, noch vor der Farm, aber so ist es einfach so, das eine hätte ich gern gehabt, das andere war nie im Begehren und von daher, ja, haben wir eine Reihenfolge und der Meister ist böse abgeschmiert. Mit komplett keiner Stimme, die er erhalten hat. Das ist hart. Ein harter Tag für mich in meiner Lieblingsfolge, in meinem Lieblingsthema. Trifft mich schwer, aber ich versuche in der nächsten Folge wieder aufzustehen und positiv nach vorne zu blicken. Und das Schlimme ist, du hast ja in deiner Top 3 ein Set, was von mir die Stimme auf jeden Fall bekommen hätte. Sofort. Wäre jetzt fast egal gewesen, was Christian da hingestellt hätte, weil der Kopfgeldjäger ist einfach sensationell gut. Da müssen wir vielleicht ganz kurz dieser Kopfgeldjäger, ne? Das ist, habe ich vorhin schon zu Lars gesagt, das ist das letzte Playmobil-Set, was ich mir damals als Kind gekauft habe, um wirklich damit zu spielen. Ich war schon eigentlich in Anführungszeichen zu alt dafür, aber dieses Set hat mir so gut gefallen, dass ich damals noch zu Kramer hier gegangen bin. Das war auch ein Kaufhaus, allerdings wirklich ein regionales Kaufhaus. Und das war das Ende meiner Playmobil-Kindheit. Ich muss ganz kurz über die 3816 sprechen, über den Waffenhändler oder Waffenschieber, weil bei uns gab es damals in Havelberg das EKZ, das Einkaufszentrum, auch so ein regionales Ding. Und da habe ich mir die Sachen immer geholt und der Waffenhändler hätte für mich auch fast einen Fall für die Top 3 gehabt, weil das wirklich, also wie gesagt, das ist halt mal ist auch ein ziemlich cooles komplett Set. Meine Welt, ja. Auch mit dem Esel. Wegweiser da und so. Und richtig viele Waffen dabei und er mit der seinem Schlafsack 3 Tage. Ja, und dann auch sein Backenbart, 3 Tage Bart. Ja. Hervorragendes Set, ja. Sehr, sehr schönes Ding. Das einzige Problem an dem Set ist halt eben einfach, dass bei die Esel, das ist ein generelles Problem der Esel, nicht des Sets, dass die einfach die Ohren so unglaublich schnell abbrechen bei den Dingern. Genau, das ist immer ein Problem, ja. Aber die Esel sind auch echt schöne Tiere. Also wirklich hervorragend. Ja, dann, was kriege ich denn jetzt als Gewinner? Darf ich die nächste Reihe bestimmen, was wir machen? Den nächsten Wahlkampf? So sieht's aus. Okay, dann nehme ich was Lars gar nicht mag. Sehr gerne. Nee, das überlegen wir uns mal. Und ihr könnt ja auch vielleicht mal sicherlich beim Playmocast auf der Seite abstimmen, welches der 3 Sets ihr bevorzugt. Würde mich auch mal interessieren, wie da so die allgemeine Meinung ist tatsächlich. Und ich würde sagen, viel mehr haben wir nicht zu sagen. Lars, ne? Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, sowohl YouTube als auch Spotify etc. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und macht Werbung für uns. Immer fleißig. Ihr wisst ja, wir sind die Guten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Qual der Wahl, Butter bei die Fische, simply the best. Die 3 Titel sind es am Ende. Ja, bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Genau. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.